Ich dachte, ich hätte schon viel erlebt. Und dann kam das. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. Ich weiß nur, ich werde nicht mehr derselbe sein. Ich hatte schon viel über Costa Rica gelesen, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Von unendlich viel Grün war die Rede, herzlichen Menschen und reiner Lebensfreude, die sie pura vida nennen. Bienvenidos a Costa Rica. Aber niemand hat uns gesagt, dass wir mitten im Paradies landen würden. Wenn Sie keine Sehnsucht ertragen können, schauen Sie besser nicht hin. Africa.
Du musst mal nach Namibia, hat er gesagt. Und ich habe nur genickt. Du musst unbedingt nach Namibia, wurde zu seinem Mantra. Und ich tat, als hätte ich es nicht gehört. Dann kam er eines Tages und sagte, lass uns zusammenfahren. Herzlich willkommen zum Chamäleon-Erlebnistag 2020. Es ist der größte und ganz bestimmt der emotionalste Livestream-Event zum Thema Reisen dieses Jahr. Noch lieber wäre ich dieses Jahr natürlich überall in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich mit Ihnen zusammen live im Saal gewesen. Aber ich glaube, wir werden eine ganz fantastische Stunde zusammen verbringen. Mein Name ist Ingo Lies. Ich bin der Gründer und Inhaber von Chamäleon und mit mir auf der Bühne ist meine Kollegin Katharina. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Was für ein Jahr. Ich glaube, dass sich das Reisen verändern wird. Und ich glaube auch, dass das gut ist. Ich glaube, wir alle jetzt nach einem guten halben Jahr des hauptsächlich Zuhause-Seins überlegen, wie wir reisen wollen im nächsten Jahr. Das muss Sinn machen, wenn wir reisen, für uns selbst und auch für diejenigen, zu denen wir reisen. Und ich glaube, dass es 3 neue Trends daraus geben wird. Der erste Trend ist, Wildnis ist das neue Wellness. Schön, nicht? Damit meine ich, dass wir natürlich alle Sehnsucht nach Natur haben. Die gibt es wunderschön in Deutschland, aber es gibt grandiose Naturlandschaften überall auf der Welt. Und die schönsten werde ich Ihnen heute Abend auch zeigen. Wir haben in unseren Reisen viel Zeit draußen, auf Safari, zu Fuß, wandern, spazieren.
Das wird der eine Trend sein. Der andere Trend, ich glaube, wir werden alle bewusster, langsamer, auch etwas länger reisen. Darauf haben wir unsere Programme angepasst und sogar eine neue Kategorie geschaffen, die Genießerreisen. Da sind sie dann 2, 3 Tage an einem Ort. Die Aktivitäten sind etwas entspannter und sie haben Zeit, alles in Ruhe zu genießen. Nachhaltigkeit ist der dritte Trend. Das ist nicht neu, aber es ist intensiver und es wird intensiver. Wir sind schon lange aktiv, wie die meisten von Ihnen wissen, die schon einmal eine Reise mit Chamäleon gemacht haben. Die begrüße ich ganz besonders und genauso begrüße ich all diejenigen, die ihre erste Reise mit Chamäleon noch vor sich haben und sich heute inspirieren lassen möchten für eine Reiseidee für nächstes Jahr. Natürlich nicht mehr dieses Jahr. Das ist alles schwierig dieses Jahr. Es gibt zwar die Ersten, die dieses Jahr schon wieder unterwegs sind, werden wir nachher sehen, aber heute geht es darum, sie zu inspirieren und ihnen auch Sicherheit zu geben für eine Buchung einer Reise im nächsten Jahr. Und jetzt möchte ich Ihnen als erstes etwas vorlesen aus dem neuen Katalog. Ist übrigens meiner Meinung nach der beste Reisekatalog, der je gemacht wurde. Nicht nur von uns, sondern überhaupt. Die meisten von Ihnen haben ihn schon. Wenn Sie ihn noch nicht haben, Sie können ihn auf unserer Webseite bestellen. Wir schicken Ihnen gerne einen zu. Und wenn Sie ihn schon haben, dann können Sie uns sehr gerne eine Adresse schicken von einem Ihrer besten Freunde oder auch mehrere Adressen und wir schicken gerne Ihren Freunden in Ihrem Namen den Katalog zu. Mitte März war es, der 14.3., als etwa gut 1000 Gäste von uns gerade unterwegs waren und der Lockdown passierte. Wir haben die Gäste alle zurückgeholt. Das macht übrigens nicht die Bundesregierung, die sich das so schön auf die Fahne schreibt, sondern das machen die Reiseveranstalter, wie wir. Wir kümmern uns darum, dass sie wohlbehalten zurückkommen. Und hier hinten im Katalog, da habe ich eine E-Mail, haben wir reingedruckt von einem Ehepaar und da möchte ich Ihnen einen kleinen Auszug kurz daraus vorlesen, die gerade unterwegs waren, als der Lockdown kam. Liebes Chamäleon-Team, lieber Herr Lies, es hat ein paar Tage gebraucht, um wieder richtig zu Hause anzukommen. Für mich persönlich war diese Südafrika-Reise ein Lebenstraum, für den ich lange gespart und auf den ich mich lange gefreut habe. Mein ganz persönliches Highlight war die Zeit in Makalali. In dieser unfassbar schönen Natur, die dort lebenden Tiere aus nächster Nähe sehen und beobachten zu dürfen, in deren natürlichem Lebensraum der Sundowner mit einem Glas Wein, vor uns sitzend der Schakal. Einfach unbeschreiblich tolle Momente. Dieser Urlaub war der schönste, den ich je erlebt habe und jeden Cent seines Preises wert. Leider ereilte uns dann kurz vor der Abreise die Corona-Krise. Was Sie, Herr Lies, und Ihr komplettes Team geleistet haben, ist, genau wie der eigentliche Urlaub, unbeschreiblich. Eine Situation, die vorher noch nie so dagewesen ist, so professionell zu handeln, das erhält meinen allerhöchsten Respekt und meine tief empfundene Dankbarkeit. Wenn man in einer Situation, in der wir uns befanden, an Menschen gerät, die so für einen einstehen, dann rührt das zu Tränen und macht unbeschreiblich dankbar. Und seien Sie versichert, ich werde Chamäleon definitiv im Kollegen-, Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen. Und was meine nächste Fernreise betrifft, nur mit Chamäleon. Bitte bleiben Sie alle gesund. Herzliche Grüße, Martina Scheif. Auf den komme ich später nochmal zurück, auf den Katalog. Auf die Seele, die Liebe und das Herz von Chamäleon. Was ist danach passiert? Ich möchte Ihnen mal ein paar unserer Aktivitäten vorstellen. Es gab Demonstrationen in Berlin, Sie haben das vielleicht im Fernsehen mitverfolgt, von den Reisebüros initiiert. Und natürlich waren wir als Reiseveranstalter und auch ich persönlich auf jeder Demonstration dabei. Ich habe Reden gehalten vor dem Reichstag. Wir haben uns beworben um Fördermöglichkeiten und wir haben uns dagegen ausgesprochen, dass eine globale Reisewarnung so lange anhält. Jetzt wurde sie auch aufgehoben zum 1. Oktober und das ist gut. Man differenziert jetzt wieder pro Land, pro Region, auch außerhalb Europas. Und das ist ja richtig. Heute, gerade vor einer Stunde, wurde zum Beispiel die Reisewarnung des Robert-Koch-Instituts
für Namibia aufgehoben, weil es kaum Corona gibt in Namibia. Und das macht Mut, dass nächstes Jahr wir wieder überall in die Welt hinreisen können. Natürlich braucht es die Impfung, die wird eine große Hilfe sein, aber es braucht auch die gemeinsamen Anstrengungen, auch den politischen Willen, sich neutral zu jedem Land, jedes Land einzeln zu betrachten. Und dafür haben wir uns eingesetzt. Wir haben Voice for Africa gegründet. Ich bin im Vorstand von Futuris, einer Nachhaltigkeitsorganisation der Reiseveranstalter. Und so haben wir uns engagiert in dieser Zeit für den Tourismus, weil alleine von uns in diesem Jahr 40 Millionen Euro in Afrika fehlen, dadurch, dass niemand reisen konnte. Und das ist eigentlich noch eine zweite Katastrophe. Die eine ist für uns und die andere ist aber eben auch für die Länder, in die unsere Reisen sonst immer stattgefunden haben. Und jetzt möchte ich mich mit Ihnen zusammen kurz an den schönsten Tag dieses Jahr erinnern. Das war der 30. Januar. Ich war in Frankfurt und bin mit meinem jüngeren Sohn Levi zu den Globus Awards gefahren. Die Globus Awards sind einmal im Jahr, werden sie veranstaltet und die Reisebüro-Mitarbeiter stimmen ab über die Reiseveranstalter. Und wie das ausgegangen ist, das zeige ich Ihnen in einem kurzen Filmclip. Doch er will mehr, er will die Gänsehaut-Momente schaffen. Das alles zusammengenommen ist aktuell offenbar unschlagbar. Der erste Platz der Kategorie Spezialveranstalter geht nach Berlin. Ein Applaus für Ingo Lies von Chameleon. Wir haben gewonnen und das nicht zum ersten Mal, sondern sogar zum zweiten Mal, denn das Foto sieht ja fast genauso aus, was Sie jetzt sehen. Das ist aber Liam, mein älterer Sohn, der letztes Jahr dabei war bei der Preisverleihung. Jetzt haben also beide Jungs eine Trophäe in ihrem Zimmer stehen. Und Liam, der ist heute hier. Der singt nämlich so wunderbar und hat übrigens heute seine Fahrprüfung bestanden. Yes! Well done. Und ich habe jetzt für Sie ein paar goldene Momente zusammengesammelt und Liam singt dazu für Sie das passende Lied von Harry Styles. Viel Spaß.
Super, super. Danke, Liam. War toll. Miteinander. Das ist auch das Motto von Chamäleon. Miteinander, mit Ihnen, mit unseren Partnern in den Reisebüros, mit unseren Freunden überall auf der Welt, den Reiseleitern, den Fahrern, den Unterkunftsbesitzern und den Partnern. Wir haben in dem Katalog, einmal zeige ich Ihnen noch, wie hat er Ihnen übrigens denn gefallen? Oh ja, kann den Applaus gut hören. Das ist ja wie ein Reisebuch, das macht ja wirklich Spaß zu lesen. Und wir haben die Reisen auch neu sortiert. In Erlebnisreisen, das sind Reisen, das sind unsere Hauptreisen. Vorher haben wir sie pur genannt, überall hin, in über 50 Länder. Dann haben wir neu die Genießerreisen, habe ich vorhin schon gesagt, die ein bisschen langsamer sind. Und wir haben die Adventure Trips. Sie erinnern sich, wir haben schon öfter im letzten Jahr von YOLO erzählt. YOLO haben wir jetzt bei Chamäleon integriert. Die YOLO-Reisen sind jetzt alle rübergewandert und heißen jetzt Chamäleon Adventure Trips. Und das sind Reisen für 20-Jährige bis Junggebliebene. Mit viel Action und Abenteuer. Und alle Reisen, egal in welcher Kategorie, die gehen immer ins Herz. Nicht wahr, Katharina? Erzähl mal. Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass der neue Katalog bestimmt auch schon einen schönen Platz bei Ihnen zu Hause gefunden hat. Wie Ingo schon gesagt hat, in unserem neuen Katalog finden Sie über 100 Reisen, die mitten ins Herz von 57 Ländern geht. Also jede Menge Erlebnisse, die da auf Sie warten. Und wie sich das Ganze anfühlt, da haben wir Ihnen heute einen kleinen Vorgeschmack mitgebracht. Ist es nicht Zeit aufzubrechen? Zu Gast bei Freunden zu sein. Die Welt mit offenem Herzen zu sehen? Führt sie ihr Herz? Ja, und was sind die 6 Gründe für Chamäleon? Was macht eine Reise mit uns so besonders? Wenn wir in die fernen Länder verreisen, dann tun wir das in kleinen Gruppen. Wir haben da eine magische Zahl, das ist die 12. Denn wir nehmen nie mehr als 12 Personen mit auf unseren Reisen. Genau das ist auch unser Geheimnis für das ganz nah rankommen und hautnah erleben. Und das Schöne ist, wir geben Ihnen die garantierte Durchführung. Wir geben Ihnen das Versprechen, jede Reise findet statt. Also sobald Sie gebucht haben, können Sie sich voller Vorfreude auf Ihre Reise vorbereiten. Und wenn Sie dann in den fernen Ländern mit uns unterwegs sind, dann sind Sie vor Ort auch in den allerbesten Händen. Jeder, der von Ihnen schon mal eine geführte Rundreise mitgemacht hat, weiß, wie wichtig der Reiseleiter ist. Unsere Reiseleiter sind immer Einheimische, die aber sehr gutes Deutsch sprechen. Und dadurch, dass sie natürlich auch in den Ländern groß geworden sind, können die sie dann auch nochmal zu ganz besonderen Orten führen, nochmal ganz andere Geschichten erzählen und vor allen Dingen Türen öffnen. Und auf solchen Reisen entstehen natürlich auch echte Freundschaften. Tja, auf wen warten unsere Freunde, unsere Reiseleiter weltweit gerade? Sie ahnen es.
Und wir haben Ihnen heute ein paar Grüße und Wünsche von unseren Freunden weltweit mitgebracht. Jambo, liebe Gäste. Mein Name ist Bobby von Tansania. I'm Neil Min, the agent of Chameleon in Sri Lanka. Und mein Name ist Meshak aus Tansania. Hallo, Xin Chào. Namaste. Wir warten auf Sie. I'm Madhu from Sri Lanka. Wir warten auf Sie. Namibia und Botswana wartet auf Sie. Ich warte auf euch. Die Elefanten warten auf euch. Ich erwarte Sie in Indien. Mein Team und ich werden uns sehr freuen, dich mit offenen Armen hier begrüßen zu dürfen. Wir haben die schönsten Sonnenuntergänge hier in Namibia. Habt Teil daran und kommt uns besuchen. Geben Sie Ihren afrikanischen Traum nicht auf. Was wäre diese wunderschöne Wüste ohne die Chamäleons? Zeigt südafrikanische Gelassenheit und kommt einfach etwas später. Sebastian hat das gerade so schön gesagt, dass mit der Gelassenheit und dass man einfach etwas später kommt. Es ist ja jeden Tag voll die Nachrichten über Corona und so sind die Medien und ich will es ja gar nicht verharmlosen. Selbstverständlich haben wir alle eine schwere Zeit und dennoch finde ich Sebastians Appell sehr gut, auch ein bisschen gelassen damit umzugehen und einfach nach vorne zu schauen und sich aufs nächste Jahr zu freuen. Und wo übernachten unsere Gäste, Katharina? Wir haben ja so ganz viele sehr besondere Unterkünfte. Absolut. Unser Motto bei den Unterkünften ist klein und fein. Unsere Unterkünfte sind immer landestypisch und vor allen Dingen, wann immer es geht, auch Inhaber geführt. Wir möchten, dass unsere Gäste spüren, in welchem Land bin ich hier gerade zu Gast. Und natürlich werden sie dann auch mit offenen Armen empfangen. Und bestes Beispiel dafür ist hier zum Beispiel die Franz Indongo Lodge in Namibia. Als ich hier zu Besuch war vor 2 Jahren, ich wollte gar nicht mehr weg. Ich habe Ihnen aber noch 8 weitere Beispiele mitgebracht, wie die Unterkünfte bei uns weltweit aussehen. Das Tall Tree Resort liegt in Kerala im Süden von Indien, inmitten immergrüner Vegetation. Und wie der Name schon verrät, wachsen hier die Bäume ganz besonders hoch. Das Mulu Resort and Spa liegt mitten im Regenwald und bietet einen traumhaften Pool und vor allen Dingen auch ein hauseigenes Spa, in dem Sie sich schön entspannen können. Mitten im Regenwald liegt auch das Kinabantangan Wetland Resort, wie Sie hier sehen. Und die Zimmer, die bieten alles, was das Herz begehrt. Und hier möchte ich unbedingt als nächstes hin nach Vietnam in die Toppers Eco Lodge, traumhaft gelegen im Norden des Landes, mitten im Sapa-Gebirge. Und ich finde ja, es gibt keinen besseren Ort als diesen Pool, um den Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen. Vielleicht noch mit einem Gläschen Wein. In Fes sind wir mitten in der Medina zu Gast im Riad Mayana. Hier sind alle 18 Zimmer ganz individuell und mit ganz viel Liebe eingerichtet. In Namibia übernachten wir in der Desert Hills Lodge, ganz naturverbunden und vor allen Dingen ganz in der Nähe des Sossusvlei. Und in Tansania, da übernachten unsere Gäste, also Sie, wenn Sie mit uns nach Tansania reisen, ganz zu Beginn in der Hatari Lodge. Das Dach der Lodge ist aus Bananenblätter und dadurch hat man schon so einen ganz tollen, leicht aromatischen Duft im Zimmer. Super. Und ebenfalls in Tansania, auf einer vorgelagerten privaten Insel, liegt das Lazy Lagoon Resort. Also hier können Sie sich wunderbar entspannen und vor allen Dingen ist es hier auch gar nicht mehr weit bis nach Sansibar. Oder, Ingo? Genau, und auf Sansibar, da liegt ja das Aqua Beach Resort and Spa, was wir selbst dort errichtet haben, am schönsten Sandstrand der Insel, mit 4 Villen direkt am Strand und noch 16 Bungalows in 3 Reihen dahinter. Übrigens, die Räume zwischen den Chalets, die haben wir ganz unterschiedlich gestaltet. Die eine Reihe ist die Gewürzreihe, da duftet es nach den Gewürzen Sansibars. Die nächste Reihe zwischen
dazwischen da sind Obstbäume gepflanzt und es duftet nach tropischen Früchten. Und in der Reihe ganz vorne, da sind die schönsten Blumen, die auf Sansibar wachsen und duften. Wir haben uns über 4 Details Gedanken gemacht, wie wir das immer tun. Ich war das letzte Mal im Dezember hier im Aqua und da hatten wir an einem Tag mal keine Gäste und haben gesagt, okay, diesen Tag, den widmen wir unseren Mitarbeitern. Es sind über 80, die hier arbeiten und das war ihr Tag. Ich habe mich in die Bar gestellt und wir haben Essen gemacht für sie und natürlich gab es abends Party. Und als so die richtige afrikanische Musik dann aufgelegt war, da hieß es, okay, jetzt gibt es Tanzwettbewerb und natürlich mussten auch die Manager ihr Bestes geben und daraus zeige ich Ihnen mal einen ganz kurzen Ausschnitt. Ja, Sie können sich denken, am nächsten Tag habe ich hauptsächlich auf der Terrasse mich entspannt und erholt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Zur Seele Katharina von Chamäleon gehört natürlich noch viel mehr. Erzähl doch mal. Ja, wir glauben ganz fest daran, dass wir im Tourismus auch ein Stück weit Verantwortung tragen. Dafür, dass wir Ihnen natürlich unvergessliche Erlebnisse bieten, aber auch, dass die Länder, in die wir reisen, die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und wir sehen es auch als selbstverständlich, dass es immer eine Balance aus Geben und Nehmen sein muss. Und genau deshalb sind wir unglaublich stolz, sagen zu können, dass 70% vom Reisepreis im Land selbst bleibt. Wie machen wir das? Wir haben vor Ort immer lokale Partneragenturen. Wir haben die einheimischen Reiseleiter, die inhabergeführten Unterkünfte, die Chamäleon Stiftung, die Rainforest Foundation und vor allen Dingen, wann immer es geht, nutzen wir auch die nationalen Fluggesellschaften. Nach Vietnam kann ich also wunderbar zum Beispiel auch mit Vietnam Airlines fliegen. All das führt dazu, dass wir sagen können, 70% vom Reisepreis bleibt im Land selbst. Ja, und vor über 10 Jahren hat Ingo zusammen mit unserem Freund Alfonso aus Ecuador die Rainforest Foundation gegründet. Seitdem setzen wir in Ecuador primären Regenwald unter Naturschutz, unser Beitrag zum Erhalt der Regenwälder. Und wir haben es schon geschafft, 14 Millionen Quadratmeter zu schützen. Wie machen wir das? Für jeden Gast, der mit uns verreist, setzen wir 100 Quadratmeter Regenwald unter Naturschutz. Wenn Sie mit uns verreisen, bekommen Sie ein solches Zertifikat von uns. Da steht dann natürlich ganz wichtig Ihr Name drauf. Was noch ein bisschen interessanter ist, ist die Nummer. Denn wenn Sie die Nummer von dem Zertifikat auf unserer Rainforest Foundation Seite eingeben, können Sie auch nachvollziehen, wo Ihr Stück Regenwald in Ecuador liegt. Die Liebe zu Chamäleon, die haben ja sehr viele. Auch viele von Ihnen. Wir bekommen immer wieder tolle E-Mails, wie gut es Ihnen gefallen hat auf unseren Reisen, wie Sie sich noch im Nachhinein zusammentreffen. Ich habe hier eine E-Mail bekommen, die möchte ich noch mal kurz vorlesen an dieser Stelle, gerade letzte Woche. Wir sind gespannt auf den Online-Erlebnistag. Hallo Herr Lies, ich habe mir heute den neuen Katalog angeschaut und bin sehr stolz, dass mein Foto aus dem Fotowettbewerb auf Seite 317 abgebildet ist. Dieses entstand 2019 während unserer Rundreise mit Salim durch Tansania auf der Ballonfahrt über die Serengeti. Einer der atemberaubendsten Momente in meinem Leben bei einer Reise, die wahrlich ins Herz ging. Normalerweise würden wir die Tage nach Hamburg reisen, uns dort mit unseren Miturlaubern aus 2019 treffen und den Chamäleon-Erlebnistag besuchen. Doch dieses Jahr ist alles anders. So werden wir diesmal die Mitreisenden, die mittlerweile gute Freunde geworden sind, bei uns zu Hause empfangen und den Livestream vom Wohnzimmer aus verfolgen. Wir freuen uns auf Anregungen für den nächsten Urlaub. Es grüßt Sie herzlichst Thomas Tietz. Und ich grüße herzlich die Reisegruppe Tietz, die jetzt zusammen im Wohnzimmer von Herrn Tietz sitzt, auf Ihr Wohl.
Das ist Jeanette. Jeanette ist meine erste Mitarbeiterin gewesen. Sie ist seit 24 Jahren dabei. Sie kennt die ganze Welt und viele von Ihnen werden schon im Laufe der Jahre mal mit ihr zu tun gehabt haben. Und das ist Chamäleon. Es ist eine große Familie überall auf der Welt und das merkt man. Ein Gast hat mal so schön gesagt, wenn man mit Chamäleon auf Reisen unterwegs ist, dann hat man das Gefühl, als wäre immer jemand mit von Ihnen dabei. Und das genau wollen wir auch erreichen. Das Herz von Chamäleon drückt sich aus in den 55 sozialen Projekten auf der ganzen Welt, von denen Sie natürlich immer eins auf Ihrer Reise auch besuchen. Und wer letztes Jahr, waren ja über 10.000 Besucher auf unserer Tournee, auf den Erlebnistagen mit dabei war, der wird sich erinnern an Shilpa. Shilpa aus Indien, die das Projekt Sunsheel gegründet hat, eins der Beispiele. Und hier nochmal ein kurzer Rückblick, wie es letztes Jahr auf den Erlebnistagen war. Eigentlich gehen wir ja heute durch die ganze Welt. In 12 Städten sind wir. Über 10.000 Leute haben sich angemeldet, uns zu sehen. Und ich freue mich echt, die Leute mitzunehmen, sie zu berühren. Es sind wirklich Gänsehautmomente. Immer wundervoll. Sehr interessant, nette Leute, tolle Vorträge. Man bekommt richtig Lust dazu, eigentlich morgen schon wieder loszufahren. Herzlich willkommen. Und so trägt auch der Tourismus unserer Reise dazu bei, dass sich sowohl die Tierwelt waren das manchmal nicht so weit entfernt. Mit einem kleinen Applaus bitte ich Sie, Shilpa hier auf der Bühne zu begrüßen. Thank Chamäleon and especially this person, the biggest golden heart I've ever seen. Man möchte eigentlich am liebsten sofort losreisen, egal wohin. Traumhaft schön. Ganz tolles Erlebnis, komme nächstes Jahr wieder und bin total beeindruckt. Ja, ich sehe das auch immer wieder nochmal sehr gerne. Es wurden übrigens von Ihnen über 20.000 € gespendet letztes Jahr auf den Erlebnistagen, wovon Shilpa für ihre Frauen ein zweites Zentrum errichten konnte. Hier werden Frauen ausgebildet, sie im Nähen und sie bekommen im Anschluss an ihre Ausbildung eine Nähmaschine von uns geschenkt und können alle möglichen Dinge herstellen, ihre Familien davon erlernen. Oft sind sie alleinstehend und brauchen das dringend und haben keine Ausbildung bisher erfahren. Im Moment sind natürlich keine Chamäleon-Gäste da. Also was machen die Frauen? Sie nähen Masken. Und das funktioniert wunderbar und sie verkaufen die und können davon im Moment gerade sehr gut diese Zeit überbrücken. Ansonsten können Sie sich vorstellen, ist es gerade sehr schwierig für uns, alle Projekte am Leben zu erhalten. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir von unseren Gästen, von Ihnen insgesamt über 100.000 € dieses Jahr an Spenden erhalten haben, so viel wie noch nie. Das hilft uns sehr, die Projekte alle zu unterstützen und am Leben zu erhalten. Noch dazu fand ich auch ganz toll, ich zeige das mal hier, das ist ein Prototyp. Es gab eine Firma, die haben jetzt neue Masken entwickelt, die durchsichtig sind. Und die kommen im November auf den Markt, die IO-Masken. Und die haben sich verpflichtet, für jede Bestellung 2 € an die Chamäleon-Stiftung zu überweisen. Das sind über 40.000 €, großartig. Und das ist das, was auch Chamäleon auszeichnet. Ehepaar Bienert als ein Beispiel mal genommen, die seit Jahren pro Monat 50 € überweisen für eins unserer Waisenkinder, eine Patenschaft übernommen haben. Also wenn Sie Lust haben, vielleicht auch eine halbe Patenschaft, man kann das auch mit einem kleinen Geldbeutel ganz nach Wunsch gestalten, dann können Sie sich gerne an uns wenden, dass auch die Kinder in Muema und überall auf der Welt gut durch diese Corona-Zeit kommen. Und hier, das ist einer meiner besten Freunde, das ist Rainer Meutsch. Rainer Meutsch hat Fly and Help gegründet. Fly and Help ist eine Organisation, die Schulen baut auf der ganzen Welt. Über 400 Schulen hat er schon gebaut. Und für Sie habe ich heute eine Einladung, wenn Sie denn in Köln und Umgebung wohnen. Denn am 28. November in der Lanxess Arena gibt es kostenlose Karten. Wir werden Ihnen morgen mit der E-Mail den Link dazu schicken. Dann können Sie sich Karten sichern.
Natürlich, die Lanxess Arena hat 18.000 Sitzplätze, davon sind dann nur 2.400 wegen Corona belegt, sodass auch die Sicherheitsabstände eingehalten werden können und Sie können seine Show Abenteuer Weltumrundung mit Künstlern vom Musical König der Löwen live erleben, ist ein einmaliges Erlebnis und dazu ladet der Rainer Meutsch und ich Sie herzlich ein, wenn Sie in Köln und Umgebung zu Hause sind. Unser Gesundheitskonzept, das ist natürlich sehr wichtig. In dieser Zeit, wir haben das ganz ausführlich entwickelt und Katharina kennt die Details am besten. Genau, denn Ihre Sicherheit steht bei uns natürlich neben den zahlreichen Erlebnissen und herzlichen Begegnungen an allererster Stelle. Genau deshalb haben wir ein umfassendes Gesundheitskonzept entworfen, damit Sie mit uns sicher und vor allen Dingen entspannt reisen können. Und wenn Sie jetzt Ihre Reise für 2021 buchen, dann verspricht zum Beispiel unser Sicherheitspaket, dass Sie bis 30 Tage vor Abreise nochmal kostenfrei umbuchen können. Sie bleiben also flexibel. Ebenso sollte der Fall der Fälle eintreten, dass ein Gast von uns vor Ort an Corona erkrankt, dann kann er sich zu 100% auf uns verlassen. Wir übernehmen alle zusätzlichen Kosten vor Ort, Hotelkosten für die Quarantäne, Flugumbuchung. Ich will Ihnen sagen, wir stehen an Ihrer Seite und Sie können uns wirklich vertrauen. Unser Gesundheitskonzept können Sie komplett auf unserer Internetseite nachlesen. Ich habe Ihnen aber heute ein paar Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, dass wir wirklich jedes Detail der Reise ganz genau unter die Corona-Lupe genommen haben. Auf unseren Reisen sind Sie sowieso nur mit maximal 12 Personen unterwegs und wir empfehlen jedem Gast zu Beginn der Reise einen Test zu machen. Wir übernehmen davon die Hälfte der Kosten, bis zu 50 € pro Person. Ja, und unsere Reiseleiter, die kennen wir alle persönlich und denen haben wir schon immer die Sicherheit unserer Gäste anvertraut. Wer Sie, also unsere Gäste, vor Ort als Reiseleiter oder Fahrer empfängt, wurde selbstverständlich vorher negativ auf Corona getestet und unsere Reiseleiter kennen sich bestens aus. Also auch da im Fall der Fälle weiß der Reiseleiter ganz genau, wo die kompetenteste medizinische Versorgung zu finden ist. Bei den Aktivitäten trifft es sich gut, dass alle Chamäleon-Reisen zum Großteil an der Frischluft stattfinden. Das heißt, sie sind sowieso ohnehin viel draußen und unsere Mitarbeiter in Berlin haben auch vor Ort jedes Erlebnis ganz genau auf die Corona-Tauglichkeit geprüft. Und sollte eine beliebte Sehenswürdigkeit eben nicht ein zuverlässiges Gesundheitskonzept vorweisen können, dann haben wir da tolle Alternativen für Sie uns ausgedacht. Bei den Unterkünften trifft es sich ohnehin sehr gut, denn dort, wo wir mit unseren Gästen einkehren, da gibt es meist nur wenige Zimmer. Oftmals sind unsere Gruppen ganz exklusiv in den Unterkünften untergebracht. Die Mitarbeiter vor Ort halten sich natürlich an die Abstandsregel, tragen Masken und Sie können sich aber sicher sein, dass Sie trotzdem ein herzliches Willkommen und vor allen Dingen auch den Begrüßungsdrink ganz persönlich überreicht bekommen. Bei unserem zum Thema Reisebus gibt es da 3 Zauberworte gegen Corona. Das ist Platz, Sauberkeit und Frischluft. Wir haben größere Busse für Sie eingesetzt, das heißt, die bieten auch einen besseren Komfort. Und sowieso wird der Bus tagtäglich von oben bis unten, hinten und vorne desinfiziert. Und auf der Reise werden natürlich auch genügend Pausen eingelegt. Die Restaurants sind ohnehin sorgfältig von uns ausgesucht. Und wann immer es möglich ist, reservieren wir Ihnen den Tisch auch draußen. Und ganz ehrlich, gibt es einen romantischeren Ort als diesen zum Abendessen? All das hat dazu geführt, dass wir auf Platz 1 gewählt worden sind. Reise von 9, die Fachzeitschrift der Touristik, hat 653 Reisebüros deutschlandweit befragt und wir wurden ausgezeichnet für das beste Corona-Management unter den 20 größten Reiseveranstaltern Deutschlands. Wow! Hat uns super geehrt, hat uns sehr gefreut.
und soll ihnen letztendlich zeigen, dass sie sich 100%ig auf uns verlassen können. Ja, ganz genau. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei all denjenigen von Ihnen bedanken, die dieses Jahr ihre Reise umgebucht haben auf nächstes Jahr. Das waren viele Tausend und wir haben eine Taskforce gebildet bei uns, fast das gesamte Team war Taskforce und hat mit all denjenigen telefoniert, manchmal auch mehrmals, um zu besprechen, ob sie schon einen konkreten Termin auswählen können, an dem sie nächstes Jahr reisen möchten oder ob sie ein Reiseguthaben vorübergehend akzeptieren. Und das hat super geklappt und ich denke, es ist im Sinne aller. Es ist in Ihrem Sinne, Sie können sich weiter vorfreuen auf Ihre Reise, wenn dann auch im nächsten Jahr sie stattfinden wird. Und es ist natürlich auch gut für uns, keine Frage. Und es ist auch gut für die Menschen in den Reiseländern, denen wir auch Vorauszahlungen, kleine, leisten können, damit sie gut durch diese Corona-Zeit kommen. Es geht um gemeinsam. Und besonders danken möchte ich an dieser Stelle auch dem Chamäleon-Team. Es ist das beste Team auf der Welt. Ich bin sehr stolz, mit welchem Engagement, mit welcher Leidenschaft alle dabei sind in dieser völlig verrückten Zeit, kann man schon sagen. Und das zeichnet uns aus und davon profitieren Sie und wir alle und können wieder Reiseträume im nächsten Jahr verwirklichen. Zum Beispiel die Genießerreisen. Und wie die sich anfühlen, das zeigt der nächste kurze Film. Was für ein Moment hier mitten in Tansania. 2 Geländewagen, die Gruppe aufgeteilt. Ist übrigens leer in Tansania im Moment, logischerweise. Wir haben ja gesagt, wenn aus unserer Ansicht ein Reiseziel wie Tansania, Namibia, Uganda, Kenia und Costa Rica zurzeit sicher sind, weil die Corona-Zahlen ganz klein sind, dann überlassen wir die Entscheidung Ihnen, wenn Sie die Reise gebucht haben, ob Sie reisen möchten oder die Reise verschieben möchten. Und die Ersten haben sich getraut und waren da. Und wie es denen ergangen ist, das zeigt der nächste Film, die hier unter denen, in dieser Gruppe übrigens, das werden Sie gleich hören, auch 2 Schweizer waren. Also ich sehe kein Problem, weil es ist eine große Fläche. Die Menschen haben Abstand. Das ist nicht zu vergleichen mit Europa. Und da es jetzt so wenige Touristen hat, ist es für uns perfekt. Unsere ersten Chamäleon-Gäste fühlen sich so wohl. Ein Traumland. Wir würden andere Reisenden diese Reise auch empfehlen, weil wir fühlen uns sicher. Spaziergang.
und Jambo! Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Gäste, denn ich wünsche Ihnen auch diese Erfahrungen zu machen, gerade in diese schwierigen Zeiten. Kommt nach Tansania, es ist wunderbar hier. Das war Meshek, einer unserer besten Reiseleiter. Ich kenne ihn persönlich gut und ich freue mich auch schon, ihn in Tansania im nächsten Jahr wiederzutreffen. Wir haben ja ganz viel neu gemacht dieses Jahr. Nicht nur den Katalog so besonders, sondern haben auch eine neue Website gebaut. Da haben wir 19 Monate dran gearbeitet, um sowohl technisch als auch visuell auf den neuesten Stand zu sein. Und wir haben sogar was erfunden. Das nennt sich Scrollytelling. Das müssen Sie unbedingt mal ausprobieren. Das macht nicht nur Spaß, sondern das ist auch ein richtig cooles Feature, weil man, während man durch den Reiseverlauf scrollt, gleichzeitig im Hintergrund die Karte des Landes jeweils reinzoomt und rauszoomt und zeigt, wo man sich gerade befindet. Also am Anfang hier zum Beispiel in Namibia ist man natürlich in Windhoek, wo man ankommt, und dann fährt man in den Norden und ist im Etosha Nationalpark. Wenn es dann wieder weitergeht, kommt man in den Süden in Richtung Sossusvlei. Und so wandert die Karte im Hintergrund immer mit. Macht sehr viel Spaß. Natürlich gibt es hier auch alle möglichen anderen, viel umfangreichere Informationen als im Katalog selbst. Zum Beispiel neben dem Reiseverlauf, den Sie aus dem Katalog dann kennen können, gibt es noch das sogenannte Tag-für-Tag-Programm. Da ist sehr ausführlich für jeden Tag beschrieben, was Sie erleben. Und wenn Ihnen eine Reise so gut gefällt, dass Sie vielleicht Freunden die Reise vorschlagen möchten, die Sie vielleicht zusammengehen möchten, dann können Sie ein PDF von dieser Reise einfach an Ihre Freunde versenden und sie einladen. Und natürlich sind wir immer für Sie da. Telefonisch, immer mit der Durchwahl jedes Mitarbeiters, mit der E-Mail-Adresse. Wir haben ja für jedes Land, für jede Reise eine Expertin oder einen Experten. Und Sie können jetzt ganz neuerdings, das bauen wir gerade auf, auch per Videochat mit uns sprechen. Dann kann man sich mal gegenseitig sehen. Gerade in diesen Zeiten. Wichtig. Und wer schon eine Reise mit uns gemacht hat, der weiß, wir haben die weltbesten Reiseunterlagen. Ich habe sie hier mal mitgebracht. So sehen sie aus, kommen in so einem wunderschönen Karton. Und was ist da drin? Ich mache ihn mal auf. Da ist eben zum einen das hier aus Tansania, Serengeti darf nicht sterben, von Chimek, kennen wir alle. Die Packung Glücksbärchen, besonders wichtig. Und dann die Mappe, in der die ganzen Reiseunterlagen drin sind. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht einzeln, das erwartet Sie dann, wenn Sie eine Reise buchen. Und für all diejenigen, die jetzt in den nächsten 4 Wochen eine Reise buchen, haben wir uns noch ein Geschenk überlegt. Das ist ein kleines Geschenk, aber mit sehr viel Herz und Überlegung. Denn Sie übernehmen die Patenschaft für eine Woche für eins der Waisenkinder in Mwema in Tansania in einem Straßenkinderprojekt. Hier ist ein Beispiel von Joyce für ihr Essen, ihr Wohnen, ihre Schule, ihre gesundheitliche Versorgung. Und auf der Rückseite von dieser kleinen Broschüre, die dann da mit dabei liegt, für Sie ist noch zusätzlich, hier ist sie nochmal zu sehen, ein Baum. Wir pflanzen einen Baum für Sie. Und zwar in Mexiko, auf Yucatan, auf der Halbinsel Yucatan. Da entsteht gerade der Chamäleonwald. Hier wird er gepflanzt und wächst. Es gibt inzwischen schon 16.500 Bäume, die hier gepflanzt wurden, und mit jeder Buchung kommen noch Bäume hinzu. Ich hatte schon gesprochen von der neuen Möglichkeit des Videochat.
Das ist hier nochmal zu sehen. So sieht das aus, wenn Sie da draufklicken. Dann sehen Sie hier zum Beispiel Therese. Therese war übrigens bis vor kurzem die Leiterin von YOLO. Haben wir ja jetzt umbenannt in Adventure Trips bei Chamäleon. Und die leitet sie natürlich jetzt weiterhin, die Adventure Trips für die Generation Y. Und wie sich Adventure Trips anfühlen, das zeige ich Ihnen jetzt auch noch. Wasser, das sich tosend in Wellen bricht. Diese Freiheit, die mit jedem Schritt ein wenig größer wird. Das überwältigende Gefühl von Abenteuer. Wann hast du dich das letzte Mal so lebendig gefühlt? Inspirierende Gemeinschaft erlebt? Etwas getan, das dein Herz schneller schlagen ließ und neue Horizonte für dich entdeckt? Unbekannte Gerüche, die die Seele des Landes offenbaren. Faszinierende Welten, die sich nur für dich öffnen. Augenblicke, die sich einbrennen. Du reist nicht nur, du bist Teil von etwas Größerem. Du willst mehr erleben, mehr offene Türen, mehr geben, mehr Sinn. Und was bleibt, wenn du gehst? Die Gewissheit, dass du all das schützt, was zur Reise deines Lebens wird. Das sind die Adventure Trips. Und da können Sie ja mal schauen in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis, für wen diese Art von Reisen in Frage kommen können. Hier ist eine der Gruppen zu sehen, die sich gerade freut. Und meine beiden Jungs, die sind ja inzwischen schon fast in der Generation Y. Levi ist 15 und Liam ist 17. Und jetzt zum goldenen Abschluss des Livestream-Erlebnistages dieses Jahr hat Liam noch What a Wonderful World mitgebracht für Sie. Er singt dieses Lied zu wunderschönen Bildern, die wir aus der ganzen Welt zusammengesammelt haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Gänsehaut dabei. Liam. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Bravo, bravo.
Ein Riesenapplaus für Liam, auch hier in dem kleinen Saal in Berlin ist er gerade ertönt. Und Sie haben zu Hause jetzt vielleicht auch eine Träne verdrückt. Und so soll es sein. Wenn Ihnen unser Erlebnistag heute gut gefallen hat, dann können Sie unter dem YouTube-Video jetzt schon mal den Daumen hoch anklicken und es vor allen Dingen an Ihre Freunde, Bekannten, Familien weiterleiten. Am besten an alle. Ich glaube, das war besonders. Ich hoffe, wir haben Ihnen Inspiration gegeben für eine Reise im nächsten Jahr. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute Ihnen. Auf Wiedersehen.